Ein herzliches Willkommen an alle Sportschützen und solche, die es werden wollen. Ich begrüße euch zu einem neuen Videotutorial der Schützen-App Blackhole. Heute zeige ich euch, wie man mit Hilfe des Scan-Recorders mehrere Schießscheiben hintereinander aufnehmen und zu einem Trefferbild zusammenfügen kann. Das dürfte besonders für Benchrest-Schützen und Nutzern von Streifenscheiben interessant sein. Solche Scheibensysteme können jetzt mit dem Recorder effektiv eingelesen und verarbeitet werden. Ihr findet den Recorder ab der Version 1.6.9 auf der Seite der Zielscheibenerfassung, direkt als Rec-Button in der Navigationsleiste. Am anschaulichsten ist es immer, wenn man mit einem Beispiel arbeitet. Ich möchte heute 10 Ringscheiben auf diesem Luftgewehrstreifen einlesen, zusammenfassen und in meinem Schießbuch speichern. Zuerst stelle ich wie bei einem herkömmlichen Scan die benötigten Grundwerte ein. Ich wähle als Scheibentyp die DSB-Scheibe 1 in der LG-Streifenvariante. Danach das Kaliber. Für diese Vorführung verwende ich ein 20er Kaliber mit 5 mm Durchmesser. Es funktioniert natürlich auch mit jeder anderen Größe. Vorrangig mit den 177 4,5 mm Diabolos. Als letztes gebe ich die Anzahl der Schüsse mit 1 an, da sich auf jeder Scheibe nur ein einzelner Schuss befindet. Fertig. Mit diesen Einstellungen könnte man jetzt eine einzelne Scheibe scannen und anschließend in einer Serie eines Events speichern, um sie anschließend zusammenfassend auswerten zu können. Mit dem Recorder gehen wir einen anderen Weg. Aktiviere den Recorder über seinen Navigationsknopf. Die Schaltfläche wechselt zu einem Pause-Symbol und ein Hinweisfeld erscheint am unteren Ende des Live-Bildes. Der automatische Auslöser ist beim Anschalten des Recorders standardmäßig deaktiviert. Der Aufnahmeprozess ist jetzt sozusagen scharf geschalten und einsatzbereit. Halte dein Handy wie gewohnt über die erste Zielscheibe und richte es parallel aus. Sind die beiden blauen Ringe deckungsgleich mit dem mittleren grünen Ring und zeigt der Auslöseknopf durch einen grünen Kreis an, dass die Scheibe erkannt wurde, kannst du eine manuelle Aufnahme auslösen. Versuch dein Gerät möglichst ruhig zu halten, solange die Aufnahme läuft. Sobald du in der Statusleiste einen blauen Pfeil oder einen grünen Haken siehst, ist die Aufnahme abgeschlossen und du kannst zur nächsten Scheibe vorrücken. Solange der blaue Pfeil zu sehen ist, läuft die Berechnung der letzten Aufnahme. Es kommt jetzt sehr auf die Leistungsfähigkeit eures Handys an. Bei einem guten Mittelklassegerät sollte die Auswertung nicht länger als 2 bis 3 Sekunden dauern. Hast du bereits Erfahrung mit Blackhole und dem Scan-Vorgang gesammelt, kannst du die nächste Scheibe bereits aufnehmen, ehe der Berechnungsprozess beendet ist. Bedenke bei diesem Vorgehen, dass ein Fehlerfall nicht korrigiert werden kann und du im schlimmsten Fall die Aufnahme wiederholen musst. Für den Anfang ist es das Beste, wenn man wartet, bis jede Berechnung abgeschlossen ist. Später kann man diesen Prozess beschleunigen. Nimm jetzt auf die gleiche Weise alle deine Scheiben auf. Hast du alle deine Scheiben fehlerfrei aufgenommen? Drücke zum Abschluss den Pause-Knopf. Alle Aufnahmen werden jetzt zu einer Scheibe zusammengefasst und im Auswertebildschirm angezeigt. Ab diesem Punkt verhält sich das System wie bei jeder anderen aufgenommenen Scheibe. Du kannst sie jetzt in deinem Schießbuch speichern. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Erfolg bei deinem Sport. We always shoot in the middle of your soul, black hole, black hole, black hole.